Hallo ihr Schachstreber! In dem letzten Video haben wir uns mit dem Bauerneinspieler beschäftigt, beziehungsweise wir haben Fernopposition und Opposition gelernt. Heute schauen wir uns verminte Felder an. Also das heißt, die verminte Felder, in dem konkreten Fall sind die Felder E6 und C5. Was heißt das überhaupt? Also wenn Weiß jetzt im Zug ist und spielt mit dem König auf E6, was eigentlich ein logischer Zug ausschaut, das wäre aber Fehler, weil dann kommt Schwarz auf C5 mit dem König und dann der Weiße befindet sich in einer Zugzwangssituation. Das heißt, der Weiß muss irgendwie die Deckung von dem D5-Bauern verlassen und dann nimmt Schwarz auf D5 und dann kommt der König auf einen von den Schlüsselfeldern und der Bauer rennt durch. Stattdessen besser für Weiß wäre, mit dem König auf F6 zu gehen und dann über E7 den D6-Bauern anzugreifen. Das heißt, die verminte Felder sind E6 und C5 und welcher König erst auf vermintes Feld kommt, verliert die Partie. Das heißt, wenn zum Beispiel Schwarz jetzt sofort König C5 spielt, spielt Weiß König E6 und dann muss der schwarze König aber die Deckung von den D6-Bauern verlassen und dann kommt Weiß auf D6 und die Stellung ist gewonnen. Wenn Schwarz zum Beispiel in dem Fall König B5 spielt, dann spielt Weiß König E7. Das ist ein sehr schlauer Zug. Also das heißt, der weiße König greift den D6-Bauern an, aber er steht nicht als erster auf dem verminten Feld. Und er zwingt den Schwarzen auf C5 zu kommen, auf ein vermintes Feld. Und erst dann kommt weiße König auf E6 und dann befindet sich der Schwarze schon wieder in einer Zugzwangssituation und Weiß gewinnt die Partie. Wenn in der Stellung Schwarz am Zug ist, dann ist die Stellung Remis. Schwarz wird beginnen mit König B5, also wie gesagt nicht König C5, nicht auf vermintes Feld erster kommen, sondern König B5. Und für Weiß wäre ein grober Fehler jetzt König F6 zu spielen mit der Idee König E7, dann König D6, weil der Schwarz mit dem König C4 zwingt den weißen König auf E6 zu kommen. Das heißt, König E7 geht gar nicht wegen König D5. Und wenn der Weiß auf E6 kommt, dann befindet sich der weiße König als erst auf dem verminten Feld. Nach König C5 gewinnt Schwarz, zum Beispiel König F5, König D5. Die beste Verteidigung für Weiß wäre, irgendwie mit dem König rückwärts zu gehen, zum Beispiel König E4 und jetzt nach König C4 oder König C5. Nicht auf D3, sondern König E3, warten, dass der Schwarze auf D5 schlägt und dann hält die weiße Seite die Opposition, das heißt König E5, König E3, D5, König D3, D4. Und der Bauer befindet sich vor dem König, wir haben schon gesagt, dann ist die Stellung Remis. Schauen wir uns dieses Beispiel an. In dem Fall ist, egal wer am Zug ist, wichtig ist, die verminte Felder zu finden und versuchen auf die verminte Felder nicht als erster zu kommen. Das heißt, in dem Fall sind A4 und C4 die verminte Felder von weißer Sicht und von schwarzer Sicht B6 und D6. Wenn Weiß erst auf ein vermintes Feld kommt, verliert Weiß die Partie. Dann kommt König B6 und jetzt muss der weiße König wegziehen oder wir können sagen, der Weiße befindet sich in einer Zugzwangssituation. König C3, König B5. In solchen Fällen ist es wichtig, dass man mit dem König nicht die ganze Zeit den Bauern verfolgt in C4, sondern dass man mit dem König Richtung G4 Bauer geht, weil der Weiße nicht auf beide Flügeln spielen kann. Das heißt, Weiß muss jetzt den C4 Bauern aufhalten und dann verliert man den G4 Bauern und dann haben wir schon wieder ein technisches Endspiel oder eine Situation, die wir uns schon mehrmals angeschaut. Das heißt, die Schlüsselfelder sind F3, G3 und H3 und Schwarz gewinnt die Partie.
Wenn Weiß dann richtig spielt und spielt mit dem König auf C3 und wartet ein bisschen und Schwarz erst auf ein vermintes Feld kommt, auf B6 oder D6, dann kommt König C4 und dann gewinnt Weiß, weil jetzt muss der Schwarze wegziehen und dann kommt König C5, Weiß rennt Richtung G5 und gewinnt die Partie. Das heißt, die beste Taktik für beide Spieler in dem Fall wäre einfach abzuwarten. Weiß spielt König C3 und Schwarz soll auch warten. König B7, Weiß spielt König B3, Schwarz spielt König C7 und die Stellung ist Remis. In dem Fall sind die Bauern auf dem Damenflügel nicht blockiert. Und oft wird die Seite, die auf ein vermintes Feld kommt, im Vorteil sein. Das muss nicht immer so sein, aber es ist meistens so. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem König auf G3 kommen, das heißt, die verminte Felder sind G3 und H5, Schwarz muss König H5 spielen und jetzt haben wir eine kritische Stellung. Also Weiß kann B4, B3 und A4 spielen. Wenn Weiß B4 spielt, spielt Schwarz B5 und die Bauern sind blockiert. Und Weiß ist gezwungen, jetzt König G2 zu spielen, dann kommt König H4 und Schwarz gewinnt die Partie. Wenn in dem Fall Weiß zum Beispiel B3 spielt, spielt Schwarz B5 und nach dem Zug A4 kann Schwarz noch B4 spielen, jetzt nach A5, A6 und Schwarz ist schon wieder im Vorteil, weil nach König G2, König H4, Schwarz gewinnt, das heißt, schwarze König läuft einfach Richtung B3 Bauern. Der beste Zug für Weiß wäre A4. Nach A4 hat Schwarz jetzt A6 oder A5. Nach A5 kann man einfach B3 spielen und jetzt Schwarz befindet sich im Zugzwang. Schwarz muss mit dem König rückwärts laufen und dann nach König G4. Gewinnt Weiß die Partie. Und wenn Schwarz A6 spielt, dann ist auch ganz wichtig, dass Weiß B4 spielt. Jetzt kann man entweder B5 oder A5 spielen, egal wie Schwarz reagiert. Das heißt zum Beispiel nach B5 wird man nicht schlagen, weil dann ist schon wieder Weiß am Zug, sondern Weiß spielt einfach vorwärts mit den Bauern, dann ist Schwarz am Zug und Schwarz befindet sich auf einem verminten Feld. Er muss rückwärts und Weiß schlägt den Bauern und gewinnt die Partie. Genauso wäre es, wenn Schwarz mit A5 begonnen hätte, dann B5 und Weiß gewinnt. Ich werde euch schon wieder bitten, auf die Pause zu drücken und versuchen, dieses Beispiel zu lösen. Das heißt, Weiß ist am Zug und gewinnt. Wie wir sehen, Weiß hat 4 Bauern und Schwarz 3 Bauern, aber die weißen Bauern sind die Doppelbauern. Die verminten Felder befinden sich für Weiß auf D4 und F4 und für Schwarz auf E6 und G6. Das heißt, wenn Weiß König D4 zum Beispiel spielt, kommt König E6 und jetzt muss der Weiße die Deckung von den Bauern verlassen. Das heißt, er spielt König D3 zum Beispiel, dann kommt König E5. Nach E4 kommt F4 und dann höchstwahrscheinlich verliert Weiß die Partie. Nach König D3 kommt König E5 und nach König E2 König E4. Möglich wäre noch für Weiß König C5 zu spielen, König E5, König B5, König E4, König A4, König E3 und dann letztendlich beide Spieler werden die Dame sich holen, aber Schwarz ist der Erste und der weiße Bauer ist weit weg von dem Feld A8. Das ist eine sehr, sehr komplexe Stellung und höchstwahrscheinlich mit dem präzisen Spiel kann Schwarz remisieren.
Die beste Fortsetzung für Weiß wäre, König D3 zu spielen und noch ein bisschen abwarten. Wenn Schwarz jetzt König E6 spielt, kommt König D4 und dann befindet sich Schwarz im Zugzwang. Er muss zurückziehen und dann können wir mit dem König nach vorne und dadurch auch den Bauern nach vorne ziehen und dann schlagen wir auf F5. Weiß gewinnt. Das heißt, Schwarz muss auch abwarten. In der Stellung soll Schwarz König D7 spielen. Jetzt geht E4. Nach Schlagen, Schlagen und Weiß gewinnt. Aber Schwarz kann auch noch vorbeiziehen. Was ist hier wichtig zu merken? Also die verminten Felder haben sich geändert. Das heißt, die verminten Felder befinden sich jetzt für Weiß auf D3 und F3 und für Schwarz auf E5 und G5. Weiß spielt König E2. Wenn Schwarz jetzt abwartet und spielt König E7, dann kann Weiß auf ein vermintes Feld zu kommen, weil der schwarze König weit weg von E5 ist und in dem nächsten Zug schlägt Weiß auf F4. Das heißt, Weiß zwingt den Schwarzen auf E6 zu spielen und jetzt kommt der wichtigste Zug. Weiß spielt König F2. Also der Bauer E5 spielt eine ganz große Rolle. Ohne den Bauern kann Weiß nicht die Partie gewinnen, weil Schwarz hin und her pendeln kann. Das heißt, der Schwarz ist gezwungen, auf ein vermintes Feld erster zu kommen und dann kommt König F3 und jetzt befindet sich der Schwarz im Zugzwang. Das heißt, nach König E6, König F4 und Weiß gewinnt die Partie. Danke fürs Zuschauen.